Hallo und herzlich willkommen beim mittlerweile 7. Bienenbrücker Domino-Tag. Ich freue mich, Sie alle hier herzlich begrüßen zu können bei unserem 7. Rekordversuch. Bevor ich jedoch die Show abgebe an Jonathan und Lukas, habe ich noch 2 Hinweise. Einerseits bitte ich Sie darum, Fotos nicht mit Blitz zu machen, und zum Zweiten kann natürlich immer zu jedem Moment geklatscht werden, wenn Sie meinen, applaudieren zu wollen. Und um jetzt erstmal zu zeigen, was wir jetzt in den letzten 6 Events veranstaltet haben, haben wir ein kleines Video vorbereitet, wo wir einmal die Historie zeigen wollen. Ja, und damit auch herzlich willkommen von meiner Seite und von Jonathans Seite. Ich bin Lukas, wir werden Sie heute ein bisschen durch die Show begleiten. Sie haben ja gesehen, jedes Jahr wurden mehr Steine aufgebaut, immer wieder wollten wir uns überbieten. Und angekündigt haben wir dieses Jahr 85.000 Steine. Es sind sogar noch ein paar mehr geworden, wir haben es geschafft, 90.000 Steine aufzubauen. Genau, der erste Stein befindet sich vorne in der Mitte, haben Sie bestimmt schon wahrgenommen. Und dieser erste Stein wird angestoßen von dem Bürgermeister von Rheda-Wiedenbrück, Theo Mettenborg. Herzlich willkommen. Und er hat uns im Vorhinein gesagt, dass er gerne ein paar Worte an Sie richten würde. Bitte schön. Ja, vielen Dank, das mache ich ganz gerne heute Morgen, weil es ja ein ganz besonderer Tag ist. Das 7. Mal der Bienenbrücker Domino-Tag hier in unserer Stadt. Und vielleicht kennen Sie das, wenn Sie morgens wach werden und so ein Bauchkrummeln haben, ganz aufgeregt sind. Das Team um Johannes Lindenbrink hat das mit Sicherheit schon länger erfahren. Vielleicht wissen die Kinder auch, was das bedeutet, wenn man so aufgeregt ist, weil es liegt dann so eine Spannung in der Luft. Und was können wir heute machen, damit 90.000 Steine auch hier alle umfallen? Jetzt machen alle Kinder einmal gleich so. Einmal die Hände nach vorne halten, weil wir drücken jetzt alle ganz kräftig die Daumen einmal, dass jetzt auch alles gut gelingt. Und vielleicht geben wir dem Team für diese hervorragende Leistung, ich habe gedacht, das geht im Rücken, aber alle haben gesagt, es ist gar nicht so schlimm aufzubauen, 90.000. Aber vielleicht geben wir allen nochmal einen kräftigen Applaus, weil ich finde, das allein zu sehen, jetzt hier schon, ist eine tolle Leistung.
Und ich muss Ihnen sagen, Dankeschön. Und ich muss Ihnen sagen, mit ein bisschen Bauchkrummeln werde ich gleich den ersten Stein umstoßen, dass auch alles dann entsprechend gut läuft. Schön, dass Sie alle gekommen sind, dass Sie heute Interesse zeigen. Und jetzt gleich drücken wir die Daumen. Dankeschön. Ja, vielen Dank und wir sind uns sicher, dass Sie erfolgreich dann den ersten Stein ins Rollen bringen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich lässt sich so ein Riesenprojekt nicht ohne weitere Vorbereitungsarbeiten auf die Beine stellen. Das sind viele, viele Stunden Arbeit schon im Vorhinein notwendig, bevor man überhaupt die ersten Steine setzen kann. Und auch dazu haben wir ein kleines Video vorbereitet, in dem wir die Vorbereitungsarbeiten ein klein wenig präsentieren. Genau, und jetzt haben Sie sich ja vielleicht schon gefragt, ja okay, jetzt wurden da ein paar Steine gezählt, aber wie kommen da jetzt diese Bilder zustande? Dazu gibt es eine kleine Vorgeschichte, und zwar habe ich mit Johannes zusammen, der steht da hinten, ist der Hauptorganisator und im echten Leben Softwareentwickler, ein Computerprogramm geschrieben, das diese Bilder, die wir zum Beispiel eben aus dem Film König der Löwen genommen haben, in Domino-Motive umwandelt und bei jedem Motiv genau sagt, an welcher Stelle welcher Stein hin muss. Und so können wir praktisch im Vorhinein ganz genau festlegen, wo wird wann welcher Stein stehen und fallen. Ja, genau. Und jetzt werden wir Sie noch kurz durch unseren Parcours führen. Lukas fängt hinten an mit dem Beginn des Films König der Löwen. Genau, der Anstoß erfolgt natürlich vorne in der Mitte. Dann läuft einmal die braune Linie hier vorne nach links in die Halle und nach hinten einmal durch. Und dann sind wir hier in der Startszene vom Film König der Löwen, nämlich die Geburt von Simba. Wir sehen in dieser blauen Mauer, wie Rafiki auf dem Königsfelsen steht und den neugeborenen Simba in die Höhe hält. Und die Tierherde, die hier unten dann, nachdem das Feld gefallen ist, erkennbar sein wird, jubelt den beiden währenddessen zu. Dann läuft die braune Linie von hinten einmal nach unten in die Mitte des Feldes zu dem gelben Feld, in dem wir Scar dargestellt haben. Das ist der Onkel von Simba. Und er beneidet aber insgeheim Simba darum, die Thronfolge von Mufasa zu erben. Und daher heckt er einen Plan aus. Er schickt nämlich Simba auf den gefährlichen Elefantenfriedhof, den wir hier dargestellt haben. Wohl wissend, dass es natürlich ein gefährlicher Ort ist für einen kleinen Löwenjungen. Und wie es das Schicksal so möchte, tauchen natürlich auch direkt 3 Hyänen auf, die beiden, also Nala ist mitgekommen, die beiden jagen, und nur durch heldenhaftes Eingreifen von Mufasa können die beiden der Gefahr entrinnen. Ja, nachdem dieser Plan fehlgeschlagen ist, heckt Scar einen neuen Plan aus. Mithilfe der 3 Hyänen hetzt er eine Gnu-Herde auf den jungen Simba. Wir sehen seine Flucht hier unten dargestellt. Und gleichzeitig warnt er Simbas Vater Mufasa vor der drohenden Gefahr für seinen Sohn, sodass dieser nach Möglichkeit auch von der Gnu-Herde zertrampelt wird. Mufasa schafft es jedoch, Simba zu retten. Bei dem Versuch, selbst aus der Schlucht zu entkommen, wird er von Scar, was auf dieser Wand dargestellt ist, jedoch in den Abgrund gestürzt und stirbt. Daraufhin findet Simba seinen toten Vater und Scar redet ihm ein, dass er für dessen Tod verantwortlich sei. Daraufhin schickt er den jungen Simba in die Verbannung mit den Worten: Geh und komm nie wieder zurück. Den traurigen Simba, den zeigen wir hier unten auf diesem Bild. Simba rennt weg, läuft in die Wüste, kommt dabei fast um. Es finden ihn allerdings 2 etwas seltsame Gestalten, nämlich das Warzenschwein Pumba und das Erdmännchen Timon. Das sehen wir hier unten auf diesem Bild. Das ist jetzt noch nicht so ganz erkennbar, aber das hat einen Grund. Und diese bringen ihn in eine Oase und zeigen ihm ihr Lebensmotto, nämlich Hakuna Matata. Das ist Swahili und heißt so ungefähr keine Sorgen, zumindest wird es im Film so übersetzt.
Genau. Jetzt wollen wir Ihnen ein kurzes Video zeigen zu zwei speziellen Projekten, nämlich einmal die Geburtsszene und die Szene in der Schlucht und diese noch ein bisschen genauer erklären. Ja, unser Event beginnt, wie auch der Film selbst, mit der berühmten Geburtsszene von Simba, die wir im Hintergrund dargestellt haben. Und dabei haben wir uns dazu entschlossen, 2 Walls hintereinander zu bauen. Dabei ist die hintere auf einem Kasten etwas erhöht gebaut, damit wir das Motiv einfach noch größer darstellen können und damit wir auch noch ein bisschen mehr Tiefe in das Motiv reinbekommen. Und davor wird noch ein weiteres Feld gebaut, das die bei dieser Szene anwesende Tierherde zeigt. Und dieses Feld wird mit der sogenannten Crossover-Technik gebaut. Das bedeutet, wir verschieben die einzelnen Reihen des Feldes um jeweils 4 Steine gegeneinander. Das heißt, das Motiv ist vorher noch nicht ganz zu erkennen. Aber wenn das Feld dann umfällt, dann verschieben sich die Reihen eben gerade so gegeneinander, dass erst dann das Motiv wirklich erkennbar ist. Bei dem Projekt hinter mir wird die Szene dargestellt, wie Scar Mufasa von der Klippe in die Schlucht wirft. Dieses Projekt wird auf der sogenannten Fall Wall gebaut, die in Zusammenarbeit mit der Firma Vestag und Getalit AG hergestellt wurde. Dabei werden die Steine auf verschiedene Ebenen gestellt und beim Falldown werden die Steine von oben nach unten herunterfallen, deshalb auch der Name Fall Wall. Das Motiv wurde mit dem Domino Planner geplant. Das ist ein Programm, was Johannes und Jonathan extra dafür geschrieben haben. Daraus wird aus einem Bild Stein für Stein ein Plan generiert, den wir nachher mit der Vorlesefunktion bauen können. Die Vorlesefunktion sagt uns genau, an welchem Platz wir welchen Stein stellen müssen. Genau, und auf diese Art und Weise wird die linke Hälfte der Halle aufgebaut und jetzt sind wir angekommen beim Hakuna Matata und mit Hilfe dieses Lebensmottos lebt Simba glücklich mit seinen 2 neuen Freunden zusammen. Und in diesem Feld, je nachdem wo Sie in der Halle stehen, können Sie vielleicht 2 unterschiedliche Motive erkennen. Wenn Sie weiter links stehen, sehen Sie den kleinen Simba. Wenn Sie weiter rechts stehen, können Sie vielleicht erahnen, dass ein etwas größerer Simba abgebildet ist. Und das kommt daher, dass wir hier den sogenannten Color Change Effekt verwendet haben. Das heißt, das Bild verwandelt sich, während es umfällt. Und Sie werden dann das Heranwachsen von Simba im Laufe der Zeit erkennen. Genau, und später, mehr oder weniger durch Zufall, trifft Nala auf die 3 Freunde. Und Nala spricht mit Simba und versucht ihn dazu zu bringen, wieder ins geweihte Land zurückzukehren. Denn unter der Herrschaft von Scar gibt es Hungersnöte und die Lebensumstände sind ganz schlecht. Und Nala möchte Simba dazu überreden, seine Aufgabe als König wirklich ernst zu nehmen und auch sich seiner Vergangenheit zu stellen und nicht vor seinen Ängsten davonzulaufen. Außerdem stößt Rafiki wieder dazu und er zeigt Simba, wie er mit seinem Vater Mufasa kommunizieren kann. Den haben wir hinter diesem Schleier dargestellt, um zu zeigen, dass er noch als Geist existiert, mit dem Simba kommunizieren kann. Genau. Nach dieser Unterredung mit seinem Vater kehrt Simba zurück. Vorher zeigen wir jedoch noch das Logo des YouTube-Kanals von Johannes. Da wird das Video hochgeladen in der nächsten Zeit von diesem Event. Den YouTube-Kanal finden Sie unter Domino Jojo und dort finden Sie dann eben auch das Video. Aber zurück zur Geschichte. Die 5, also Simba, Nala, Rafiki, Timon und Pumba, machen sich auf den Rückweg ins geweihte Land und finden es in einem desolaten Zustand vor, wie gerade eben schon gesagt. Daraufhin sammelt Nala die anderen Löwinnen und sie kämpfen gegen die Hyänen, die sich mit Scar verbündet haben. Das stellen wir in diesen 5 Walls dar. Allerdings bringt Scar dazu, Simba die Wahrheit, dass Simba die Wahrheit über den Tod seines Vaters sagt, zumindest die Wahrheit, wie Simba sie kennt. Die Löwen wenden sich entsetzt von ihm ab und es kommt zum Kampf zwischen Scar und Simba. Im Laufe dieses Kampfes stürzt Scar Simba eine Klippe, wie auch zuvor sein Vater, und flüstert ihm die Wahrheit zu, nämlich, dass er den Plan ausgeheckt hat, durch den Mufasa gestorben ist. Simba findet seine Kraft zurück und schafft es, Scar zu überwältigen, wirft ihn eine Klippe hinab,
wo die Hyänen schon auf ihn warten und ihn zerfleischen. Den toten Scar sehen wir hier unten. Es vergeht einige Zeit und im Königreich kehrt wieder Wohlstand ein und in unserem Endfeld, das aus 15.000 Steinen besteht, das stellt die Endszene des Films dar, nämlich die Geburt der Tochter von Nala und Simba, Kiara. Und auf diesem Bild sehen wir die Löwen, das Königspaar, Rafiki, der das Junge hochhält, wie zuvor schon sein Vater, und Timon und Pumba. Und damit sind wir auch fertig. Genau, und jetzt zeigen wir noch ein Video ganz kurz, wo nochmal auf diese 5 Walls und auf den Color Change Effekt eingegangen wird. Im Hintergrund sehen wir die Szene, wie Simba, Timon und Pumba singend durch den Dschungel laufen und Simba wachsen wird. Darstellen tun wir dies mit der Color Change Technik. Dabei bekleben wir mehrere Steine seitlich mit einer anderen Farbe. Dies erzielt den Effekt, dass die Steine nach dem Umfallen eine andere Farbe darstellen als vorher und wir somit in einem Feld 2 verschiedene Bilder darstellen können. In unserem Fall kann man Simba einmal sehen, wie er in jungen Jahren durch den Dschungel läuft und dann erwachsen wird. Das erste Projekt, an dem wir hier bauen, ist die Kampfszene aus König der Löwen, wo 3 Löwen gegen 2 Hyänen kämpfen und diese werden dann auch in der Reihenfolge umfallen, wie der Kampf eben im Film abläuft. Wir bauen dieses Projekt nicht als normale Felder, sondern als sogenannte Walls. Diese sind ein bisschen schwieriger zu bauen, insbesondere da sie leichter umfallen können und schwer aufzuhalten sind, falls doch mal etwas passiert. Auf der positiven Seite haben sie allerdings auch einen sehr schönen Effekt beim Umfallen. Gut, ich denke, jetzt haben Sie einen ganz guten Überblick über den Parcours dieses Jahr erhalten und wir sind fast fertig, um loszulegen. Allerdings brauchen wir noch circa 5 Minuten Zeit, denn wir haben einerseits noch 3 Lücken in dem Aufbau für den Fall, dass einfach frühzeitig schon Steine fallen. Das heißt, diese Steine müssen jetzt noch eingesetzt werden und gleichzeitig müssen wir auch die Kameras vorbereiten, denn das Projekt soll natürlich dann auch gefilmt werden, damit Sie es dann auch auf dem Kanal dann anschauen können. Genau, und dafür benötigen wir noch ein paar Minuten Zeit und dann können wir gleich losgehen. Also noch einen Moment Geduld bitte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
nämlich genau 87.197 Steine gefallen. Probieren wir es aber mit dem Countdown. 3, 2, 1, los!